Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ruhestand für Einsteiger. Lustiges Geschenk. Für Rentner von Paulus Wennebusch ist ein humorvoll verfasstes Buch, das speziell für Menschen geschrieben wurde, die vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten sind oder kurz davor stehen. Als Teil der bekannten Einsteigerreihe nimmt dieses Buch eine besondere Stellung ein. Es verbindet charmante Anekdoten, augenzwinkernde Tipps und praxisnahe Ratschläge zu einem Rundum-Paket für frisch gebackene Rentner. Das Buch versteht es, sowohl mit witzigen Zeichnungen als auch mit ironischen und liebevollen Kommentaren die Herausforderungen des Ruhestandes zu beleuchten. Wennebusch gelingt es damit, das Lebensgefühl des Abschieds von der Arbeitswelt mit Leichtigkeit und Freude einzufangen. Dabei bleibt der Autor stets respektvoll und zeigt eine große Wertschätzung für die Lebensleistung seiner Leserschaft. Ruhestand für Einsteiger eignet sich hervorragend als Geschenk, nicht nur für Rentner, sondern für alle, die den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt gebührend feiern möchten. Das Buch ist somit nicht nur eine unterhaltsame Lektüre, sondern bietet auch eine wertvolle Perspektive auf die große Veränderung im Leben vieler Menschen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Vorbereitung auf den Ruhestand. Paulus Wennebusch widmet sich zu Beginn seines Buches der wichtigen Phase der Vorbereitung auf den Ruhestand. Viele Arbeitnehmer sehnen sich während der Berufsjahre nach Freizeit. Doch der abrupte Wegfall beruflicher Routinen kann auch Unsicherheiten hervorrufen. Das Buch gibt Tipps, wie man sich mental auf den Ruhestand einstellt, etwa indem man sich bereits vorher Gedanken über neue Hobbys, soziale Aktivitäten oder Reisen macht. Wennebusch ermutigt dazu, den Übergang als positiven Neustart zu begreifen. Praktische Hinweise wie die Planung des ersten Nicht-Arbeitstages, das Kontrollieren der eigenen Erwartungshaltungen und das Anlegen einer Wunschliste fördern eine gesunde Auseinandersetzung mit der kommenden neuen Freiheit. Das Kapitel geht zudem mit Augenzwinkern darauf ein, wie man sich vom früheren Berufsalltag verabschiedet und das Gefühl der Pflicht gegen das der neuen Selbstbestimmtheit eintauscht. Zweitens. Der neue Alltag als Rentner, der Wechsel von festen Arbeitszeiten zu einem selbstbestimmten Alltag kann Fluch und Segen zugleich sein. Wennebusch beschreibt auf humorvolle Weise, wie Rentner ihren Alltag selbst gestalten und dabei neue Rituale entwickeln können. Das Buch hebt hervor, dass gerade jetzt Zeit für all die Dinge geschaffen werden kann, die im Berufsleben zu kurz gekommen sind. Ein strukturierter Tagesplan kann auch im Ruhestand sinnvoll sein, um den Überblick zu behalten und Langeweile zu vermeiden. Der Autor gibt praxisnahe Tipps, wie der Tag abwechslungsreich gestaltet werden kann. Von gemütlichem Frühstück bis hin zum Spaziergang mit Freunden oder dem Besuch von Kursen. Dabei wird stets betont, dass Gelassenheit wichtiger ist als Perfektion. Die humorvollen Seitenblicke auf klassische Rentnerklischees runden dieses Kapitel ab und laden zum Schmunzeln und Wiedererkennen ein. Drittens. Soziale Kontakte und Freizeitgestaltung. Ein zentrales Thema des Buches ist die Bedeutung sozialer Kontakte und einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung im Ruhestand. Wie Wennebusch betont, bietet dieser Lebensabschnitt die Chance, neue Freunde zu finden, alte Bekannte wiederzutreffen oder sich in Vereinen und Gruppen zu engagieren. Dafür gibt das Buch praktische Ideen, etwa den Beitritt zu Seniorengruppen, Sportvereinen, Musikkreisen oder die Teilnahme an kulturellen Ausflügen. Auch der Umgang mit den Enkeln oder der Austausch mit Familienmitgliedern bekommt einen humorvollen Platz. Der Autor regt zudem zum Nachdenken über ehrenamtliches Engagement an, das nicht nur der Gesellschaft, sondern auch dem eigenen Wohlbefinden zugutekommt. Das Kapitel weist darauf hin, dass durch soziale Aktivitäten der Ruhestand bereichert wird und Einsamkeit keine Chance hat. Viertens. Gesund bleiben im Ruhestand. Der Ruhestand bringt viel freie Zeit, ideal, um sich intensiver um die eigene Gesundheit zu kümmern. Wennebusch greift dieses Thema mit einer Mischung aus Information und Ironie auf. Das Buch motiviert dazu, den eigenen Lebensstil zu prüfen und gegebenenfalls gesündere Gewohnheiten zu etablieren. Mehr Bewegung, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind Themen,
die unterhaltsam behandelt werden. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass Gesundheit keine lästige Pflicht, sondern Voraussetzung für Lebensfreude im Alter ist. Auch der Umgang mit Wehwehchen, der Dialog mit Ärzten und das Aufrechterhalten geistiger Fitness werden thematisiert. Gleichzeitig macht das Buch Mut, Neues im Bereich Gesundheit auszuprobieren, beispielsweise Yoga, Tanzen oder Wandern. Insgesamt vermittelt dieses Kapitel, wie man auch im Alter vital, fit und optimistisch bleiben kann. Schließlich genießen und entspannen. Die Kunst des Nichtstuns. Einer der schönsten Aspekte des Ruhestandes ist die neu gewonnene Fähigkeit, Zeit ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Wennebusch wirbt für die Kunst des bewussten Nichtstuns und lädt seine Leser ein, sich Pausen zu gönnen, Träume zu verwirklichen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das Buch macht deutlich, dass Müßiggang nicht mit Untätigkeit verwechselt werden darf. Vielmehr wird die Lebensqualität dadurch gesteigert, dass man Freude an kleinen Momenten findet, sei es beim Lesen eines Buches, beim Genießen einer Tasse Kaffee oder beim Beobachten der Natur. Das Kapitel liefert Anstöße, wie man Stress abbauen und Entspannung kultivieren kann. Lustige Tipps zum Thema „Wie verhindere ich, dass mich die Familie mit neuen Aufgaben überhäuft?" sorgen dabei für zusätzlichen Lesespaß. Zusammenfassend: Ruhestand für Einsteiger ist ein Buch, das allen empfohlen werden kann, die entweder kurz vor dem Ruhestand stehen oder diesen bereits erreicht haben, sowie deren Angehörigen, die ein originelles Geschenk suchen. Besonders profitieren Menschen von der Lektüre, die dem neuen Lebensabschnitt unvoreingenommen und humorvoll begegnen möchten. Wennebusch bietet mit seinem Buch einen wertvollen Begleiter für den Start in diesen neuen Lebensbereich. Leserinnen und Leser erhalten praktische Tipps und einen erfrischenden Blick auf den Ruhestand, nicht als Ende, sondern als neue Chance, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Besondere an diesem Werk ist seine humorvolle, charmante Art, die Ängste rund um den Ruhestand aufzulösen und stattdessen Freude und Zuversicht zu vermitteln. Durch die kurzweilige Aufbereitung und viele unterhaltsame Illustrationen bleibt das Buch bis zur letzten Seite spannend und abwechslungsreich. Im Vergleich zu vielen anderen Ratgebern verzichtet Wennebusch auf erhobene Zeigefinger und vermittelt stattdessen Wertschätzung und Motivation. Wer sich nicht mit trockenen Fachtexten, sondern mit Freude, Leichtigkeit und Witz auf den Ruhestand vorbereiten möchte, findet in diesem Buch die perfekte Wahl. Es sorgt dafür, dass das neue Lebenskapitel nicht nur erfolgreich, sondern auch fröhlich und voller Lebenslust begonnen werden kann. Wenn Sie unterstützen möchten, Paulus Wennebusch, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.